Hallo allerseits, ich bin hier auf der IAA Mobility in München und ich bin jetzt hier in der Halle B4, in der es viele, viele tolle Autos gibt, alte Autos, wirklich sehenswert, und das ist jetzt einfach mal was fürs Auge, nichts innovativ Neues, sondern tolle historische Fahrzeuge, toll aufbereitet, und die sollte man jetzt einfach mal ein bisschen wirken lassen. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Streifzug durch ein paar von diesen Ständen. Das ist jetzt hier der Stand der Firma Kienle Automobiltechnik, und das sind tolle Mercedes Cabrios in allen Varianten und Mercedes in großer Version. Das ist jetzt hier der 540K als Cabrio, und sieht man hier Baujahr 1937. Dann ein 300 SL Roadster. Jetzt kommen wir zu einem etwas moderneren Mercedes SLR Roadster, Baujahr 2007. Dann wieder ein früheres Baujahr 1953, ein Mercedes 300S Roadster. Ein Klassiker, der Mercedes-Benz 600, Baujahr 1969. Hier wieder was ganz was Modernes, ein SLR. Noch ein SLR Stirling Moss. Dann eine Pagode 280 SL. Und schließlich noch ein Flügelbenz, den muss man einfach auch gesehen haben. Ist toll, dass der hier auf der IAA Mobility als Original zu sehen ist. In einem tollen Top-Zustand, Baujahr 1956, und das war schon ein Klassiker. 6-Zylinder Reihenmotor und 3 Liter Hubraum. Ist immerhin schon 215 Stundenkilometer gefahren. Hier am Stand von Alpine Rush, die machen Fahrten durch die Berge mit modernen Fahrzeugen. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen und kann mit seinen tollen Fahrzeugen mit dabei sein. Das sind geführte Touren durch die Alpen, und da sind hier auch einige Schmuckstücke zu sehen, die hier einfach mal an solchen Touren mitmachen, und es ist ja auch wirklich sehenswert, was hier als Fahrzeuge steht. Das Sportwagenhaus AT zeigt hier ein paar Fahrzeuge, die so gebraucht angeboten werden, aber auch Raritäten sind, wie hier der 911er, der auch schon ein bisschen älter ist.
oder der Porsche 914 GT und sogar eine Original Isetta BMW, die auch top restauriert ist. Und hier noch ein Lamborghini mit nur 35.000 Kilometern, also dann fast neu. Dann kann man hier mal auf einem Stand sehen, wie ein Auto ganz anders als Oldtimer betriebsbereit erhalten wurde. Ein Opel Olympia Caravan von 1956 im Zustand Patina Extreme. Auch in diesem Zustand ist der fahrbereite Opel Olympia mit gültiger TÜV-Plakette wirklich sehenswert. Und das ist einer, wie er dann wirklich schön dastehen kann, wenn er entsprechend restauriert ist. Und auch dieser Ford Capri ist in einem schönen Zustand und ist wirklich was fürs Auge. Jetzt gibt es ein wunderschönes Replikfahrzeug von Replicar Hellas. Das ist ein in Handarbeit gefertigter RCH 550 und wie man vom Namen schon fast erahnen kann, in Anlehnung an den 1953 bis 1957 gebauten Porsche 550 Spider. Auch hier am Motorworld stand einiges als Vergnügen fürs Auge. Eine ist hier leider schon eingepackt um 5:45 für die Nacht. Ein schicker Ferrari mal in Schwarz und nicht in Rot. Dann, wie man es offen sieht, ein Lamborghini. Und ein Ferrari in Weiß, alles auf engstem Raum, wirklich tolle Fahrzeuge, eins neben dem anderen. Also allein dafür werden wahrscheinlich viele ihre Freude haben, wenn sie auf die IAA Mobility schauen, in die Halle B4. Ein komplett aus Carbon gefertigtes Fahrzeug. Und hier noch ein Rolls-Royce. Hier mal wieder was etwas Älteres, ein BMW Roadster, Baujahr 2000. Und auch der Mercedes, sieht man gleich deutlich, hat schon ein paar Jahre noch mehr auf dem Buckel. Können wir mal aufs Schild schauen, wie alt der ist, die Pagode. Baujahr 1967.
Dagegen ist dann der Jaguar mit Baujahr 1989 wieder richtig jung. Aber auch der in einem tollen Zustand. Und wenn man sich das so anschaut, durchaus bezahlbar für so einen Oldtimer. Der Automobilclub von Deutschland zeigt hier auch einige tolle Raritäten. Und natürlich auch ein modernes Pannenfahrzeug. Und noch ein richtig toll erhaltener alter VW-Bus. Dann ein ganz sportlicher Morgen. Und hier noch einer. Sogar mit stylischem Lederkoffer für hinten drauf. Oder eben hier mit diesen ganz tollen Speichenrädern. Hier ein McLaren GT mit 620 PS. Und das ist ein McLaren Artura. Der McLaren Artura, habe ich mir gerade sagen lassen, kommt im Herbst irgendwann auf den Markt, Herbst 2021, und hat einen Hybridmotor und hat elektrisch dann eine Reichweite von 30 Kilometern. Ist zwar nicht viel, aber immerhin, also er könnte dann tatsächlich elektrisch gefahren werden. Ist allerdings dann eben doch kein Alltagsfahrzeug für einen normalen Geldbeutel, sondern, ich habe mir sagen lassen, in der Basisversion so ungefähr 230.000 und so wie er da steht 245.000 Euro. Also schon nicht ganz so günstig. Aber toll mit diesen Flügeltüren. Das ist also wirklich eine Sache, die auch schön ist. Und auch der andere McLaren, der GT, war auch mit Hybridmotor. Die Mobility ist für heute zu Ende. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen Und das war's mit meinem Streifzug durch die Halle B4 mit tollen neuen und alten Sportwagen in allen Varianten. Für die Motorfans wirklich auch eine sehenswerte Geschichte hier auf der IAA Mobility.